Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den rot-blauen Kolumbianer vor. Er ist ein beliebter Aquariumfisch, ist in vielen Aquariumgeschäften zu finden und soll in Deutschland Mitte der 90er Jahre eingeführt worden sein. Der wissenschaftliche Name für den rot-blauen Kolumbianer lautet Hyphaeobrykon columbianus und er gehört zur Familie der Echten Salmler. Er stammt, wie der Name schon sagt, aus dem Nordwesten Kolumbiens, einem kleinen Zipfel des Landes, der entlang der Karibikküste nach Panama hineinragt. Er kommt dort in kleinen, langsam fließenden Bächen vor, die zum Einzugsgebiet des Rio Acandi gehören. In seinem Verbreitungsgebiet herrscht tropisches Klima. Die Grundfarbe des bis zu 7 cm großen rot-blauen Kolumbianers ist schillernd blau und die Flossen sind rötlich gefärbt. Fühlt er sich unsicher, wirkt er eher grau und wird deshalb im Zoohandel von den Kunden leicht übersehen. Zu Hause im Aquarium soll er aber bei guter Haltung schnell wieder aufblühen. Die Weibchen sind von den Männchen nicht so leicht zu unterscheiden, sollen aber insgesamt etwas fülliger sein. Bei guter Haltung sollen die rot-blauen Kolumbianer im Aquarium zwischen 6 und 8 Jahren alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist der rotblaue Kolumbianer ein beliebter Aquariumfisch, da er robust und bei den Wasserwerten relativ tolerant ist. Außerdem fällt er durch seine Schwimmfreudigkeit und sein schönes Aussehen auf. Er soll relativ leicht zu züchten sein, aber ich konnte leider keine Informationen darüber finden, wie das Verhältnis von Nachzuchten und Wildfängen im Handel ist. Der rotblaue Kolumbianer ist ein Freilaicher und betreibt keine Brutpflege. Die Nachzucht soll im Aquarium relativ einfach sein, da er aber als Laichräuber gilt, bietet es sich an, die Eltern in einer kleinen Gruppe in ein kleineres Becken zu setzen und zu warten, bis die Weibchen die 100 bis 400 Eier ins freie Wasser abgegeben haben. Die Paarungsbereitschaft soll durch eine kurzfristige Erhöhung der Futtermenge gesteigert werden können. Nachdem die Elterntiere wieder zurück in ihr Aquarium überführt worden sind, sollen die Jungtiere nach ca. 3 Tagen schlüpfen und nach 5 Tagen frei schwimmen. Sie können dann zum Beispiel mit Kleinstlebewesen gefüttert werden. Da der rotblaue Kolumbianer wie gesagt aus dem tropischen Teil Kolumbiens stammt, mag er es nicht zu kühl. Ideal sollen, soweit ich gelesen habe, Wassertemperaturen zwischen 24 und 27 Grad sein. Der pH-Wert des Wassers sollte laut den meisten Quellen im Bereich zwischen 6 und 7,5 und der GH zwischen 5 und 19 liegen können. Rotblaue Kolumbianer gelten als Gruppenfische und so sollten mindestens 8 Tiere zusammengehalten werden. Da er relativ groß und sehr schwimmfreudig ist, wird für das Aquarium in den meisten Quellen ein 200 Liter Becken mit 100 cm Kantenlänge als Mindestgröße angegeben. Es sollten Bereiche mit leichter Strömung vorhanden sein, aber auch größere Bereiche, in denen er sich davon ausruhen kann. Neben stark bewachsenen Zonen braucht der rotblaue Kolumbianer auch viel freien Schwimmraum. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und auch wärmere Temperaturen mögen. Hier bieten sich andere Salmler, Panzerwelse und Zwergbuntbarsche an. Der rotblaue Kolumbianer selber gilt als friedlicher Fisch. Nur die Männchen tragen kleinere Rang- oder gar Revierkämpfe untereinander aus, aber die Aggression soll sich nicht gegen andere Arten richten. Beim Futter soll sich der rotblaue Kolumbianer eher auf tierische Kost konzentrieren. In der Natur frisst er Kleinstlebewesen, Würmer und Insektenlarven. Im Aquarium nimmt er Frostfutter und Futterflocken an und gerne auch Lebendfutter. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du sie dir für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.